Ich bin nicht wehrdienstfähig, stand auf meinem Bescheid. Ich war 4 Jahre bei den Fallschirmjägern, 2-mal in Kunduz in Afghanistan. Wie ich das trotz meiner T5 Ausmusterung gemacht habe, das erzähle ich dir heute. Als Kind wusste ich bereits, dass ich mal Soldat werden will. Ich weiß noch, in der Grundschule, da gab es ja diese Freunde-Bücher und da habe ich schon als Berufswunsch bei einem reingeschrieben, dass ich Soldat werden will. Meine Mutter hat natürlich alles dafür getan, um mich von Waffen fernzuhalten. Ich weiß, auf dem Weg zum Kindergarten, da gab es immer so einen Spielwarenladen und ich stand immer davor und habe die Cowboys angeschaut und selbst die habe ich nicht bekommen, bis eine Freundin von meiner Mutter, eine damalige Freundin, mir die aus Mitleid gekauft hat. Ja, und ich dann endlich meine Cowboys mit Gewehren und Pistolen eben bekommen habe. Und dieser Berufswunsch, der hat sich bei mir auch immer gehalten, bis ich dann älter wurde und dann im Gymnasium war. Da habe ich dann irgendwann gesagt, entweder will ich mal mein Geld verdienen mit Musik, weil das eine meiner Leidenschaften ist, meiner großen Leidenschaften, oder eben als Soldat. Ja, Musik, das war mir schon ziemlich bald klar, dass ja, das nicht so klappen wird, weil eben die Musikbranche ziemlich schwer ist. Und ja, Soldat eben genau gleichwertig für mich als Ziel war. Und deswegen habe ich mich dann schon frühzeitig tatsächlich entschieden, Soldat zu werden. Ich habe als Kind auch natürlich schon mich da informiert. Wir haben damals bei einem Flugplatz gewohnt, ein ziviler Flugplatz. Da war auch einmal im Jahr so ein Flugfest. Und da war natürlich auch immer die Bundeswehr vertreten, damals noch mit dem alten Hubschrauber, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, hier noch mit Raketen, die gar nicht Fire and Forget, sondern mit Draht gelenkt waren. Also so ein alter Bo-Hubschrauber war das, meine ich. Und habe mich da natürlich immer informiert. Die waren hier auch mit Personal natürlich, die ein bisschen Werbung gemacht haben. Und da habe ich mal eine Zeitschrift bekommen von der Bundeswehr, wo halt allgemein so ein bisschen über verschiedene Truppenteile, Truppengattungen informiert wurde. Und da war ich natürlich immer begeistert von den Panzergrenadieren. Ja, Panzergrenadiere hier, Vollgas, ganz vorne unterwegs, überall vorne mit dabei und so weiter. Tatsächlich habe ich damals noch nichts von den Fallschirmjägern gehört. Das kam dann erst später, und zwar war quasi diese Initialzündung zum Fallschirmjäger, dem Wunsch zum Fallschirmjäger, dann als meine Tante und mein Onkel mir einen Fallschirmsprung geschenkt haben. Da war ich, glaube ich, gerade zarte 16 oder 17 und das war eben ja ein Geschenk von denen, nicht in Verbindung mit der Bundeswehr. Ja, da haben die nicht dran gedacht, sondern einfach so, weil sie selber schon mal Fallschirm gesprungen sind und ja, dachten, das wäre vielleicht was Gutes für mich. Was natürlich auch super für mich war. Das war ein Tandemsprung, damals aus 4000 Metern. Und seit dem Moment wollte ich dann eben ja nach wie vor zur Infanterie. Aber dann bin ich irgendwie auf die Fallschirmjäger gestoßen und wusste, das ist jetzt mein Ziel, da will ich hin. Ja, so ging es dann immer weiter. Ich war in der Schule, eben im Gymnasium, und um ehrlich zu sein, war es nie mein Ziel, Abitur zu machen und noch weniger zu studieren. Ich war halt eben im Gymnasium, weil ich es konnte oder wie auch immer, keine Ahnung. Hat auch eine Menge Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war da wirklich bei den Aktivitäten voll mit dabei, Schulband, Percussion Ensemble und so weiter und so fort. Es hat ja richtig Spaß gemacht. Die Schulzeit war eine coole, ja, war ganz in Ordnung. Aber ja, ich wusste eigentlich schon immer, was ich will, habe meine Ziele schon immer verfolgt und diese auch immer erreicht. Das, was ich wollte, das habe ich schon immer erreicht, und so war es auch da. Dazu komme ich aber gleich, was ich jetzt dann damit im Detail meine. Ich habe mich dann entschieden, ja, zur Bundeswehr zu gehen. Ich ja, wollte damals dann auch gar nicht wirklich weitermachen, Abitur fertig machen und so weiter. Ich ja, wollte meinem großen Ziel nachkommen und eben Soldat werden. Und das habe ich dann auch getan. Also der Weg dorthin, den habe ich dann beschritten, und zwar indem ich mich freiwillig gemeldet habe. Und zwar erstmal natürlich zur Musterung.
Da wurde ich dann auch eingeladen und wurde gemustert, ab ins Kreisersatzamt, da eben zu der Ärztin, Musterung durchlaufen und dann hieß es natürlich warten auf den Musterungsbescheid. Ja, wir wissen ja alle, wie sowas ist. Du weißt zwar, okay, ich habe gar nichts und deswegen ja, kann es gar nicht schief gehen. Aber natürlich zitterst du, weil am Ende weißt du es ja wirklich erst, wenn der Bescheid kommt. Ja, ja, und dann kam auch der Bescheid und ich habe den aufgemacht. Und da stand einfach drin, dass ich nicht wehrtauglich bin. Da stand drin hier T5. Ich bin ausgemustert, komplett raus aus dem Spiel. Ciao Kakao. Also das war's für mich. Ja, ich brauche nicht zur Bundeswehr, ich brauche nicht zum Militär. Keine Chance. Aber ich bin ja ich. Und das war mein großes Ziel. Und ich habe ja schon gesagt, wenn ich Ziele verfolgt habe, dann habe ich die auch immer erreicht. Und deswegen habe ich das auch nicht eingesehen. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich mit dem Fahrrad sofort am selben Tag ab ins Kreisersatzamt und bei der Ärztin wollte ich vorsprechen. Und das durfte ich dann auch. Habe mit der gesprochen und habe mich da wirklich echauffiert. Habe gesagt, das geht nicht. Ich kann nicht ausgemustert sein. Ich habe gar nichts. Also ich habe keine Allergien. Ich bin sportlich, ich bin topfit. Ich will Soldat werden. Ja, es kann nicht sein, dass ich ausgemustert werde. Und die Frage war auch nach dem Grund, warum wurde ich ausgemustert, wenn doch gar nichts an meinem Körper hier falsch läuft, sozusagen. Ja, und der Grund, und den habe ich ja gesagt, hier in einem meiner letzten Videos, den verrate ich auch jetzt. Warum ich ausgemustert war, für mich absolut lächerlich, war es auch. Und zwar, weil ich irgendwann im Laufe meiner Schulzeit mal quasi, wie heißt es, ADS diagnostiziert bekommen habe. Also so eine Konzentrationsschwäche. Und das war der einzige Grund, warum ich ausgemustert wurde. Ja, und da habe ich auch, also ja, schön in Latein, da hatte ich immer Vierer, Fünfer und Sechser. Das ist richtig, das stimmt, ja. Aber ansonsten lief es relativ gut bei mir. Mathe war jetzt auch nicht meine Stärke, sage ich mal. Aber ansonsten war eigentlich alles in Ordnung. Ja, und warum soll ich deswegen nicht zum Militär, Infanterie? Ja, und ich habe die Ärztin beredet und zwar so lange, bis sie gesagt hat, na gut, dann bekomme ich noch eine Chance. Sie schickt mich jetzt ins Bundeswehrkrankenhaus zum Psychologen. Und da habe ich gesagt, ja, bitte. So, und die Einladung habe ich auch bekommen. Dann ging es zum Bundeswehrkrankenhaus und mein Vater hat mich da hingefahren. Ich hatte damals noch keinen Führerschein, wurde unterwegs geblitzt. Das erzählt er bis heute noch immer. Ja, und da war ich dann beim Psychologen. Und ich erinnere mich auch noch an das Gespräch, ich habe noch die Bilder vor Augen. Der hat mich ein paar Sachen gefragt und so weiter und so fort. Ja, dann hat er irgendwann gesagt, hier, zeig mal deine Hände. Dann habe ich ihm meine Finger gezeigt. Ja, dann hat er irgendwas rumgeschrieben und irgendwann sagt er einfach, ja, ich weiß nicht, warum Sie nicht zur Bundeswehr sollen. Zack, Stempel drauf, tauglich. Den Bescheid habe ich dann bekommen und zwar T2. Das ist wohl wegen meiner Körpergröße. Ja, ansonsten fehlt mir gar nichts. Ja, und dann war ich zufrieden und habe das bekommen, was ich wollte. Ja, die Leute, die haben natürlich mit dem Kopf geschüttelt. Die Leute in meinem Umfeld, keiner meiner Kumpels zum Beispiel war bei der Bundeswehr. Die waren alle ganz froh, dass sie ausgemustert wurden. Auch hier damals noch in der Schule. Weiß ich noch, ein, zwei Lehrer, da kam auch hier, ja, jeder versucht, sich ausmustern zu lassen und ist dann traurig, wenn das nicht wird. Und bei dir ist es genau andersrum. Du wirst ausgemustert, hast quasi das Glück aus der Sicht von den meisten Leuten und machst genau das Gegenteil. Du machst alles dafür, dass du gemustert wirst. Ja, ich sage, stimmt, ja, wollte ich ja auch. Ja, und das habe ich dann eben auch erreicht. Ja. Dann ging es ziemlich schnell, wie ich vorher schon gesagt habe, jetzt eben der Weg konsequent weiterverfolgt. Ich bin dann in der 12. Klasse irgendwann ins Sekretariat, habe gesagt, ich möchte mich abmelden. Ja, die hat mich selber ein bisschen verwundert, haben dann gemeint, ja, das ist kein Problem. Ich war ja dann schon 18, haben mir einen Zettel gegeben, da musste ich unterschreiben und das war's dann. Ja, dann ging's ab zur Bundeswehr. Natürlich Bewerbungsverfahren, Einstellungstest und so weiter und so fort. Ja, und dann
bin ich tatsächlich direkt auch in meine Wunschverwendung gekommen, ja, zu den Fallschirmjägern. Wie es dann weitergeht, das werde ich dann in der nächsten Folge erzählen, aber den Teil nur kurz halten, und zwar der Teil von meiner Grundausbildung bis zum ersten Einsatz, denn der nächste Teil Video in dieser Reihe, das nächste Video wird eben dann sein, wo ich von meinem allerersten Einsatz in Afghanistan erzähle, und da werde ich natürlich beziehungsweise die Zeit vor dem Einsatz auch mit ein bisschen thematisieren, aber nur ganz kurz. Ja, das Interessante ist ja dann eher der Einsatz und danach der zweite Einsatz und dann auch wieder rausgepickt einzelne Feuerkämpfe aus meinen Einsätzen. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass sich meine Geschichte interessiert. Ich freue mich, wenn du dran bleibst, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist, und sage in diesem Sinne wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.